Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video vom T1 Bus Projekt. In dieser Folge geht es darum, auf der rechten Seite den kleinen Patch raufzusetzen auf das Blech, was neben der A-Säule sitzt. Und auf der anderen Seite möchte ich eigentlich die A-Säule reparieren. Da muss ich mir mal genau anschauen, was da jetzt für Bleche anzufertigen sind. Aber dazu muss ich erstmal ein bisschen was rausschneiden. Und dann gucke ich mal, wie es so vorangeht. Auf der Seite werde ich jetzt erstmal beginnen. Da habe ich mich jetzt erstmal schon vorher, jetzt wirklich ein paar Tage immer wieder, habe ich den Ersatzteilkatalog bzw. den Reparaturleitfaden von VW gewälzt. Habe da reingeguckt, wie liegen die Bleche übereinander, wo gehen die zusammen, was für Bleche gibt es da auch zur Not für die andere Seite als Reparaturblech. Ja, da muss ich erstmal schauen, wie das so vonstatten geht, und ich würde sagen, wir fangen erstmal an. So, ich denke, da man das hier nicht sieht auf der Seite, kann man damit so einem Patch wirklich leben. Auf der Rückseite kommt da nichts durch, da sieht man nichts. Das Loch ist da drunter, unter den ganzen Sachen, Boden und Ähnlichem. Und deshalb kann ich damit leben. Dahinter sah das eben wirklich alles gut aus. Es war wirklich bloß dieses Blech, und ich habe mich entschieden, das hier über die Ecke zu schweißen, damit es dann auch anständig hält. Also drüben hatte ich ja, als ich den Patch darauf gesetzt habe, habe ich mir angeguckt, wie die Bleche übereinander liegen, und hatte dann aber festgestellt, dass dieses Nachbauen von den restlichen Teilen, also diese Seite und gerade auch innen die gebogene, dass das recht aufwendig ist. Und daraufhin habe ich mich entschlossen, mir dann doch ein Reparaturteil zu besorgen, was sozusagen den Pfosten von unten bis hier oben zu dieser Biegung, die hier ist, hier, der Pfosten geht irgendwo bis hier, genau wo das Blech ist. Deshalb musste ich das Blech jetzt hier so entfernen, dass das ganz bleibt. Und jetzt werde ich als erstes hier unten erstmal in der Höhe des Bodens erstmal den Pfosten absägen. Und dann muss ich mal schauen, wie ich das weitermache. Das ist ein wenig komplizierter, als ich dachte, muss ich ja zugeben.
I'm shattered on the ground. Are you happy? Are you happy? All I wanted was your love. Was I asking for too much? Are you happy? Are you happy? Do you like to break me down when I'm shattered on the ground? Are you happy? Are you happy? All I wanted was your love. Was I asking for too much? So, das sieht recht anständig aus. Also hier unten passt es rein. Wenn ich hier oben, ist es minimal, aber hier ist noch eine kleine Beule drin. Auf der Seite, wo hier dieses eingebeult war, das hatte ich schon rausgezogen. Das sieht auch gut aus. Auf der Rückseite, da passt es perfekt. Dann würde ich sagen, muss ich als nächstes noch das Teil reparieren. Und dann kann es losgehen hier mit dem Einschweißen. Und verschweiße ich hier unten erst die Kante. Dann als nächstes das Deckblech und hier muss ich erstmal gucken, da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich nicht das Kniestück doch erneuere. Aber auf jeden Fall könnte ich es ja hier verschweißen, wäre ja kein Ding. Unten ist eine Lasche dran, hier die Seite könnte man verschweißen, hier vorne, das kann ich mir noch überlegen. So, das Blech werde ich jetzt als nächstes reparieren, das mache ich erstmal wieder gerade, repariere dieses Teil, diese Ecke. Und bevor ich das dann natürlich festschweiße, muss ich natürlich erstmal gucken, ob wirklich der Türabstand mit den Scharnieren genau passt oder ob ich das noch ein bisschen anpassen muss. Aber eigentlich hatte ich das ausgemessen, das sollte eigentlich passen. Aber das sicher ist sicher, deshalb teste ich das vorher auf jeden Fall nochmal aus. Jetzt geht es erstmal los mit der Kante hier. Ich hatte euch das ja schon mal gezeigt mit dem schmutzigen Fingertrick. Ranlegen und dann mit dem schmutzigen Finger hier rüber wischen. So. Und dann hat man hier so eine Schablone. So, das ist ganz gut geworden hier, bin ich zufrieden mit, das kriegt man jetzt da gut rein. Jetzt muss ich hier noch den Rest entlacken, die Kanten, um das einzuschweißen und dann kommt die Ecke da rein. Ja, das hat wirklich länger gedauert, als ich dachte, das so rauszuschneiden, dass man jetzt hier nicht unnötig irgendwelche Sachen zerflext, die man nachher später noch braucht. Ich bin mit dem Blech hier sehr zufrieden, wie das geworden ist. Das kommt ja nachher hier wieder, wo ich es ausgebohrt habe. Da wird es ja wieder auf das untere Blech, was hier von der Säule ist, da wird es dann oben aufgeschweißt. Die Kante kommt hier auf die hintere Seite wieder raufgepunktet. Und das Blech wird ja mit der Säule dann auch verbunden. Ich denke, beim nächsten Mal werde ich das schaffen, die Säule einzuschweißen, vorher hier rundherum alles freizuschleifen, Rost zu behandeln, versiegeln. Danach den Rest, also komplett die Innenseite zu entrosten und zu versiegeln. Und vielleicht klappt es dann auch noch gleich unten mit dem Blech die Unterkante einzuschweißen. Aber wenn nicht, kann ich das in einem Zug mit der Front auch noch machen. Gut, dann danke ich euch, dass ihr dabei geblieben seid. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.